Moin und hallo. Moin. Wir begrüßen euch aus unserem neuen gebrauchten Wohnmobil, einem Lastrada Nova EB. EB steht für Einzelbetten oder Längsbetten. Genau, das hast du schön formuliert, Nora. Und wir sitzen hier gerade in unserem Bett, ne? Linksbetten, Ja. hat Nora ja gesagt. Und schaut euch mal diese Panoramadachluke an. Und im Hintergrund seht ihr den Mask Tower. Wir sind auf dem Mars Camp. Genau. Ja. Und heute gibt es eine kleine Rundtour. Wir zeigen euch einfach erstmal ganz grob, was dieses Auto auszeichnet, was uns gefällt und warum wir schwach geworden sind. Ja, und zum Schluss quatschen wir ein bisschen und dann gibt es auch noch ein paar Daten und Fakten. Dieses Auto hier ist ja jetzt mal was ganz Neues für uns. Das ist ein Fahrzeug, ein Sprinter Allrad, logisch, 4x4, wie ihr das auch von uns erwarten dürft. Und das Fahrzeug hat eine Monocoque-Kabine. Und das ist was ganz Neues. Für uns ist das neu. Ne? Haben wir noch nicht gefahren. Und was ein Monocoque ist, das erzähle ich euch jetzt. Das Besondere an einer Monocoque-Kabine ist, dass sie in einem Stück gefertigt wird. Und die Bauweise, bei der man eine Form zum Bau der Kabine benutzt, ermöglicht es, dass du alles in die Fahrzeugwände integrieren kannst. Du hast anliegende Fenster, die an der Karosserie anliegen. Du kannst der Kabine eine Form geben, Schwingungen einbauen, ein rundes Heck, all diese Dinge, die bei den Standardkabinen, die aus Platten gebaut werden, nicht möglich sind. Das kannst du hier im Monocoque verwirklichen. Und das hat uns nochmal designmäßig enorm angesprochen. Nora, das kann doch aber nicht alles sein, was dir hier gefällt. Ihr habt ganz richtig gehört. EB. Wir sind schon mal ein EB gefahren von Lastrada, den Kastenwagen. Wir mögen dieses kompakte, ja doch Kastenwagen ähnlich. Es wirkt ein bisschen, doch es wirkt doch wie ein Kastenwagen von außen, ist aber keiner, ist natürlich besser isoliert, was für uns ja von Vorteil ist, wenn wir darin erstmal leben. Und wir sind jetzt auf die 6,99 Meter gegangen, um doch mehr Raumgefühl zu haben. Aber das ist, ach, ich bin wie immer, wenn es neu wird, neu eingerichtet wird, aufgeregt. Und auf Lastrada stehe ich. Klare Sache. Punkt, Komma, aus, Herd ist nicht mehr heiß. Oh, komm her, wir fangen jetzt an. Ich stehe auf Lastrada. Klare Sache. Was mache ich denn hier, ne? Nicht mehr heiß, wir haben 2 Flammenkocher. So, das geht wunderbar, reicht aus. Ein Waschbecken, hier kriegen wir unsere Teller, die wir haben, genau rein. Auch hier seht ihr wieder alles ein bisschen Design. Okay, die Ecken, Design ist ja nicht immer von Vorteil. Man muss mehr putzen. So, macht nichts. Der Wagen hat einen Designpreis bekommen, Nora. Der hat einen Designpreis bekommen. Genau. Abstellfläche habe ich hier, Abstellfläche habe ich hier und hier nochmal eine große Arbeitsplattenverbreiterung oder Erweiterung. Okay, nicht in einer Höhe, aber es ist ganz schön, es ist stabil. Und das kennen wir auch schon von früher aus dem Kastenwagen. Man kommt nicht oder schlecht vorbei, aber man kann drunter durchkriechen. Geht alles, ist sehr hoch. Ne? Dadurch, dass wir ja hier auch höher gehen, ihr seht ja hier schon 2 Klappen, zeige ich euch später, ist die Arbeitsplatte etwas höher und man kann, also wir sind ja klein, drunter durchkriechen. Was hat uns noch gefallen an dem EB? Nee, stopp. Vorab muss ich ja was erzählen. Da war ja mal was, ne? Wir hatten ja mal ein ganz kurzes Projekt mit dem Lastrada Nova M. Da ging es um den Lack, da waren Lackprobleme, haben wir nicht genommen und gut ist. Hier sind wir um das Fahrzeug geschlichen. Wir haben es ja, es ist ja gebraucht. Ein Jahr alt, ein gutes Jahr alt, 1 Jahr und 2 Monate. Um das Fahrzeug geschlichen. Nichts gesehen, Lack in Ordnung, schwarz finden wir schick, okay, putzintensiv, obwohl das ja egal ist. Wir sind sowieso immer das dreckigste Fahrzeug auf dem Stellplatz, habe ich das Gefühl. Ja. Was uns jetzt an dem EB, wir haben uns ja verändert. Das mit dem Nova M war damals das Konzept kurz, so kurz wie möglich, kurzer Radstand. Jetzt haben wir den langen Radstand oder den längeren Radstand. Ja, das ist der lange, Nora. Das ist der lange Radstand, genau. Was uns jetzt hier auch an diesem Fahrzeug gefallen hat, ist das Sideboard. Gleich neben der Sitzgruppe.
Das wollte ich noch, das gehört zur Küche für mich, weil ich kann, wenn ich koche, ich habe nicht nur die Arbeitsplattenerweiterung, sondern kann auch hier nochmal, wenn Bertel am Tisch sitzt mit dem Rechner, Dinge abstellen und ich habe ja keinen weiten Weg und kann hier wunderbar kochen. Das gefällt mir richtig gut. Kochen, verstauen. Das ist auch etwas, was wir mögen. Wahnsinnig viel Stauraum. Das gehört ja zur Sitzgruppe. Ich fange jetzt hier mit der Küche, mache ich weiter. Hier oben haben wir noch nichts. Wir haben also immer noch Platz. Es ist alles erstmal provisorisch. Hauptsache mit, das Wichtigste, das ging ja alles ganz schnell. Erzählen wir nachher am Tisch. Alles reingepackt. Hier oben Stauraum, hier die hohen Sachen. Kochtöpfe habe ich diesmal hier, das geht gut. Tassen, Herd hatte ich schon. Belüftung einmal hier. Belüftung oben mit der Bügeldachluke. Kühlschrank sitzt hier. Besteckschublade. Hier Schublade. Müll haben wir hier unten. Und alles mit Pushlocks. Kühlschrank. Das ist ja auch immer so ein Thema. Ne? Wir möchten lange Betten. Wir möchten einen riesen Kühlschrank. Wir möchten eine große Küche. Wir möchten eine Sitzgruppe, separate Dusche. Das ist ja immer ein Problem. Jetzt mal in diesem Fall. Wir haben hier auf Bertels Seite 2 Meter. 2 Meter, ja. Ein 2-Meter-Bett. So, wir sind jetzt 6,99 Meter. Jetzt stellt euch vor, ich hätte jetzt hier noch so einen Slim Tower. Es gibt ja Einsägen, ne? Diese schmalen, hohen Kühlschränke, Slim Tower. Die Küche würde also nach hier rutschen. Wo komme ich rein? Wir wollten jetzt unbedingt mal dieses Sideboard. Wir kennen diese Kühlschrankgröße von früher. Finde ich völlig in Ordnung. Ich komme da gut dran. Reicht für uns aus. Und Das ist ein 80 Liter, Nora. Ja, der hat nur 80 Liter. Ja, kommen wir mit klar. Müssen wir mit klarkommen. Nein, ich kenne das. Was mir noch ganz gut gefällt, und das hat ja auch wieder was mit Kastenwagen zu tun, finde ich, oder kennt man. Ne, ich kann also, wenn ich draußen sitze und esse, jetzt habe ich ihn wieder zugemacht, ich komme hier ganz schnell ran. Ne? Ja. Ne, in den Kastenwegen hast du ja oft hier den Kühlschrank sitzen, diese beidseitig zu öffnenden. Also das ist praktisch. Wir haben also dadurch diese freie Blickachse. Kein Kleiderschrank, kein Kühlschrank, freie Blickachse, 6,99 Meter und das ist ein Wahnsinnsraum. Und der Trend geht ja, wir haben ganz viele, wirklich viele lange Fahrzeuge gesehen im Kastenwagenbereich, ne, die unterwegs sind. Und auch gerade beim Sprinter sind ja im Kastenwagenbereich die 7 Meter total beliebt geworden. Ja, ne? es werden immer mehr. Ja, werden immer mehr. Habe ich Mehr früher Anbieter. nicht gedacht. Ne? Nee, ich auch nicht. Ich habe immer gedacht, das Nonplusultra ist der 6 Meter Sprinter. Ja. Ne? Ja. Also im Allradbereich. Ja, es werden immer mehr. Ja. Du, und mit Licht, ne? Da ist ja gar keine Probleme. Du hast ja natürlich Kurbeldachluken drin. Da hast du eine Bügeldachluke. Dann kommt eine Klimaanlage. Wessi Fresh seit 2200, ne? Ja. Geringer Anlaufstrom, läuft fast überall. Genau, funktioniert, haben wir schon ausprobiert. Ja, kannst auch mit heizen, Kannst auch mit wenn du viele Euros nachsteckst. Schlafbereich. Warte mal, wo habe ich denn mein Zettel? Obwohl, ich mache die Daten ja nachher. Ich habe ja schon gesagt, Bertels Bett ist 2 Meter. Meins sage ich nachher. Ja, man gönnt sich ja sonst nichts, ne? Du kannst dich hier austoben. Ne? Ich zeige erst mal den Stauraum hier oben. Das ist nicht mit Pushlock, das ist mit Magnet. Es ist mit einem Magnetsystem. Das sind diese länglichen Streifen und dann hier unten durchgehend. Ja, statt Pushlocks, ne? Ja, genug. Ja. Genug drin, genug Platz. So. So. Und wenn du jetzt noch weißt, wie viele Klappen du aufgemacht hast, kannst du runterzählen, ne, wie oft es geklickt hat. Und dann weißt du hast alle wieder zugemacht. Ja, der Blick. Also ich habe eben schon gesagt zu Bertel, oder nee, Quatsch, gestern, das ist unser Balkon hier. Unser Balkon. Das ist der Knaller. Das ist echt der Knaller. Ja. Da oben sind schon wieder welche auf dem Mars Tower, du. Ja. Die lassen sich nicht vom Regen abhalten. Nee. Und bewundern die Landschaft. Ja. Ja, gestern hatten wir noch so schönes Wetter, wunderbaren Sonnenuntergang. Und na gut, so kann sich das schnell ändern hier, ne? Ja. Stauraum. Ja, haben wir. Soll ich mal? Bitte. Also.
Ich gehe mal hier runter. Hier machen wir unsere dreckige Wäsche rein. Ich hoffe, du hast die Schlüpfer da nicht so... Nee, ich habe sie abgedeckt. Alles klar. So, hier machen wir unsere dreckige Wäsche rein. Und der Stauraum, das ist der Hammer. Der ist sowas von... Ich gehe mal nach oben, Ja, das ist gut. dann kannst du da... Das geht da unten noch weiter, ne? Ja, Ich habe ja noch gar nicht alles gesehen hier im Auto. Das ist gar keine Zeit für gehabt. Da unten geht es noch tief runter. da ist jetzt alles drin. Ach, guck mal hier, ein Handtuch. Nee, das ist aus dem Bad. Das sieht doof aus, wenn das da hängt. Machst du zu? Ach, Entschuldigung. Dann haben wir hier, ne? Das ist ja das, was ich total liebe am EB. Am EB, dieses Verspielte. Überall ist eine Schublade. Hier sind nochmal 2 Schubladen. Hier habe ich jetzt Socken drin. Hier habe ich sowas wie Joggingjacken drin. Dann haben wir hier noch einen Schrank. Das ist wie so ein Apotheker-Auszugsschrank. Ja. Berkel, Joggingjacken. Da unten habe ich Handtücher. Also das geht echt total gut. So, und was wir auch schon aus unserer Emma kennen, aus dem Hümer, das ist der Kleiderschrank hier unten. Da sind wir super. Also das reicht uns. Von oben öffnen wir sowieso nicht. Das kannst du hier jetzt auch. Da kannst du mal Warte, reingucken. ich halte dir das mal. Ich muss hier reingreifen, dann geht nämlich das Licht. Ja, die Lampe ist mit Bewegungsmelder. Ja, genau. Oder die Schrankbeleuchtung. Ne? Da Landstromeinspeisung 230 Volt sehe ich da gerade. Da passt auch viel rein. Ist etwas kleiner. Ja. Und natürlich hast du auch hier vorne eine Tür, um da ranzukommen. Ja. Ja, die Matratzen sind geteilt. Ja, ich mache das nicht so gerne. Ich kenne das halt schon immer. Hier auf und dann da rein. Und Ja. wunderbar. Da ist übrigens, das ist auch nicht schlecht. Und zwar in dem Kleiderschrank Boden. Hier, guck mal her. Ja? Da ist eine Stufe drin. Warte mal, eine Stufe drin. Wie soll ich denn das zeigen? Hier sind so viele Klamotten. Da, guck mal. Du hast einmal da einen Boden und dann da unten einen Boden. Weißt du, wodurch das kommt? Radkasten? Ja, ich weiß es Nee. nicht. Das ist eigentlich zu früh, der Radkasten da an der Stelle. Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. weiß es nicht. Aber So da, weit bin ich noch nicht gewesen im Auto. hier kann ich toll mit Handtüchern so ein bisschen gepolstert mein Tee, Kaffeewasser, hier Flaschenwasser reinstellen. Ja. So, und dann werden wir uns wahrscheinlich, haben wir uns auch gerade so, wir sind ja das ist jetzt 5 Nächte. Ja. Und jetzt mussten wir erst mal so ein bisschen denken, es ist ja doch alles anders. Es ist ja alles neu. Wir kennen diese Grundgeschichten von La Strada, aber das Fahrzeug ist komplett neu für uns. Und hier können wir in die Garage. Kommen wir in die Garage. Da wäre es gar nicht schlecht, sich so eine... Ja, da haben wir noch was. Da muss ich noch ein bisschen was machen. Das ist hier. Hier muss ich mehr machen, als ich Ja, beim und letzten ich habe auch Wagen schon eine gemacht habe. Idee. Ja. Guck mal, Nora, das mag ich, ne? Das ist hier Eiche. Eiche. Ui, ui, ui. Schiebetür. Auch mit Magnet. Hält gut. Ja. Da habe ich ehrlich gesagt ein bisschen Bedenken gehabt. Ne? Ja. Wir sind ja hier in Dänemark schon mal ein bisschen auf dem Strand gepäst, weil der Wagen nämlich, dieses Fahrzeug hat Unterbodenschutz und Hohlraumversiegelung ab Werk. Da dachte ich, das kann ich ruhig mal machen. Ne? Ja. Und die Tür hat gehalten. Ist ja traditionell bei uns. Wir haben auch, aber das erzählen wir nachher zum Schluss noch. Ja, Badezimmer. Ich hatte auch ein bisschen Bedenken mit diesem Klappwaschbecken, aber jetzt finde ich es gut. Es spritzt nichts drüber. Es hat viel Fläche. Gut, zum Wäsche einweichen mal ganz schnell. Nein, aber so geht es nicht. Ne? Das läuft ja da ab. Ich habe ja keinen Stöpsel. Es ist auch nicht tief genug. Das muss jetzt mit einer Wanne machen. Das mache ich jetzt mit einer Wanne. Ich habe ja so viel Platz da unten in diesem tiefen Stauraum in der Stufe. Ja. Habe ich jetzt so eine Faltgeschichte, die kann ich dann hier unter das Waschbecken stellen. Und das Schöne ist, das Waschbecken wir kommen an, stellen uns hin, bauen uns auf, Waschbecken aufklappen. Ich brauche es nicht zu auf. Also ich kann hier auf Toilette gehen, außer wenn ich duschen möchte. Dazu haben wir hier diese Duschwand. Das war jetzt eine ganz komische Formulierung. Ich glaube, du wolltest sagen, dass bei manchen Fahrzeugen das Klappwaschbecken über dem Klo ist. Über dem Klo ist. Und wenn du wenn du jetzt das Klappwaschbecken unten hast und du musst auf Klo, musst du es wieder hochklappen. Ja. Und umgekehrt. Ne? Ja.
Und das entfällt hier, so habe ich dich jetzt verstanden. Ja. Du sitzt ja gerade auf dem Klo. Ja. Und das entfällt hier, weil das Waschbecken und das Klo nicht miteinander kollidieren. Genau. Danke für die klaren Worte, Nora. Du bist doof. So, alles klar. Staumöglichkeit einmal hier mit Spiegel. Steckdose haben wir hier nicht. Nee, da gibt es ja verschiedene Ansichten, ob eine Steckdose in einen Nassbereich gehört oder nicht. Ich persönlich mag es ja, ne? Also 230 Volt. Manche weigern sich da. Ja. Ja gut, wir haben in der Küche gleich gegenüber, das kennen wir auch von früher, eine Steckdose und da kann man das sich... Die Wege sind ja nicht weit, ich brauche ja kein Verlängerungskabel oder so. Nee, das ist ein Kompaktmobil. Ich nehme mal kurz weg, da seht ihr diesen Boden und das ist die Duschfläche. Zurückgeklappt, fixieren, aufklappen die Wand und das ist die ganze Duschfläche, finde ich echt. Ja, und dieses Formteil, das hast du im kompletten Bad hier, ne? Das geht ja hier weiter. Und auch da, wo der Heizungsausströmer und die süßen Füßchen sind, ist ein Teil. Ja, so jetzt muss ich gucken. Alles klar. Das muss man alles erstmal, also wir haben hier rumgewurschtelt, schon die letzten Tage kennenlernen. Das ist echt, es ist ja immer gucken und dann drin leben, ist ja doch was anderes. Du hast 2 Abläufe, ne? Ja. 2 Wasserabläufe in der 2 Dusche. Abläufe. Mhm. Puh. Gut. Der Abwassertank hat eine Heizung. Ja, Und der Frischwassertank ist innenliegend. der ist innenliegend. Der kann nicht einfrieren. Der kann nicht einfrieren. Wohnzimmer, das hatte ich schon, können wir wieder zumachen. Kann man wieder zumachen. Da hast du deine 230 Volt. Da, hier. Ja, ja. Genau, hier. Da. Und dann kann ich mir das da und kann föhnen. Rasieren tust du ja sowieso mit dem Akku-Ding. Ich habe da noch was, Nora. Was haben wir denn? Das ist ein Detail, das La Strada ich weiß es nicht. Ich glaube, in jedem Auto hat, ne? Der Vorhang. Ja. Da habe ich es mir ja abgeguckt für Emma. Ne? Puma. Ja. Schrank auf, Vorhang und ihr könnt hier schließen. Hier sind noch Druckknöpfe. Soll ich mal machen? Mach ich's mal Wenn schnell. du Lust hast. Dann mache ich es mal schnell. Druckknopf, der ist jetzt etwas größer als damals bei Püppi 1. Übrigens, das ist jetzt hier Püppi 2. Ja, das ist Püppi 2. So, und zack. Warte mal. Zack. Oh, das reicht mir schon, Nora. So. Kann man abtrennen. Ja, das ist ja im teilintegrierten, es ist ja im Endeffekt ein teilintegriertes Wohnmobil, sieht aus wie ein Kastenwagen, kompakter, ist etwas schmaler, also ist ein Van, kein teilintegriertes Wohnmobil. Ja, ich empfinde den als etwas größeren Kastenwagen. Der ganze Style und die Maße, das ist schon Kastenwagen, finde ich. Ja, na, ihr seht auch, auch der Baustil ist sehr zart, filigran, trägt nicht so auf. Ja. Dann auch durch die angeschrägten Oberschränke hast du ja noch ein tolles Raumgefühl. Und wir empfinden den Wagen als sehr groß. Ja. Also gefühlstechnisch, Gefühlstechnisch. Ne, wenn man sich hier innen bewegt. Ich bin ja hier noch gar nicht am Ende. Am Ende. Nee, und ich bin hier Jetzt am bin Ende. ich hier ganz hinten. 1 Stufe, 2 Stufen, 3 Stufen. Das ist aber ein langer Weg hier vorne hin. Ja. Ja gut, begünstigt durch die Längsbetten ja auch noch. Und total hell, der Wagen. Ja. Sag mal, da gibt es aber noch mehr Stauraum, ne? Ach so, habe ich. Oh, ich bin so. Ach, Kinders. Das ist ja auch der Vorteil, warum ich gesagt habe, ich komme mit diesem kleinen Kühlschrank aus. Ich habe also oft das Gemüse in unserem, wir hatten ja vorher einen riesen Kühlschrank. Also das war Ja, der echt war richtig gut. toll. Ja, Toll. ja, ja. Und da habe ich Obst und Gemüse im Kühlschrank verstaut, oben. Da habe ich das Ja, Eisfach nicht. Du konntest das Eisfach separat an- und ausschalten.
Genau. Und du hast es ausgelassen, dann läuft ja der Kühlschrank weiter, aber die Genau. Gefrierfunktion oben ist Genau. aus. Und dann hast du das Tiefkühlfach dafür genutzt, Gemüse zu lagern Ja. und frisch zu halten. Genau. Und jetzt machen wir es hier, wie wir es kennen von früher. Oh, da ist aber jetzt ein Dreck drin, Betty. Na, ich gehe nicht näher ran mit der Kamera, dann sieht man das nicht, Nora. Brot, Wasser, Beefy. Beefy, genau. Noch ein Stauraum. Ja, hier. Tomate, Paprika, Salat, Reis, alles, was man so braucht. Und das ist etwas, was den Kühlschrank, finde ich, entlasse. Ich meine, Tomaten soll man ja sowieso nicht reinmachen. Aber es ist halt hier unten so wahnsinnig kühl. Und das ist etwas, was ich unheimlich mag. Bodenstauraum am kühlsten und auch immer Gewicht nach unten. Eigentlich ist das auch eine gute Geschichte hier mit Kühlschrank nach unten und nicht irgendwo oben schwebend. Ist es gut. Sagt man Ja, ne? es tut einem Fahrzeug immer gut, wenn der Schwerpunkt unten ist. Ja. Und wenn du den dann auch noch zwischen Vorderachse und Hinterachse schön austarierst, am besten eine 50-50-Verteilung, dann bist du ganz optimal dran. Ja, wir hatten das ja im EB, da hatten wir dann hier noch einen Trockenraum, also in dem Kastenwagen EB, Avanti EB, hier noch den Trockenraum, weißt du noch? Ja. Den haben wir jetzt nicht, aber das war toll. Das Und war, der Stauraum ist immer noch nicht am Ende, Nora. Nee, jetzt kommen wir hier vorne hin. Ja. Vorhang habe ich gezeigt. Ja, fangen wir doch hier gleich. Nö, hier, Oberschrank noch. Es ist so viel Platz, es ist echt der Hammer. Ihr seht, es ist noch nicht voll. Nö. Und das ist ja auch wiederum, was wir an diesem Fahrzeug mögen. Das ist, wir können also auch innen, alles was du innen am Stauraum hast, also jetzt auch die Schubladen unterm Bett, das fällt natürlich weg, außen Stauraum. Die Garage wird aber dadurch entlastet. Wir haben jetzt hier schon viele Schuhe drin mit. Da unten Schuhe, da Schuhe, da Schuhe. Es kommen schon gar nicht mehr so viele Schuhe nach hinten. Oder auch die ganzen Wäscheklammern oder ich habe keine Ahnung, habe ich alles hier irgendwie verstaut. Das muss Ja, Wäscheleine, das muss alles nicht in die Garage. Bertel hat dann mehr Platz in der Garage und dann gucken wir mal, wie das so wird. Wie wir das nutzen. Ja, genau. Anrichte, hier, oder wie sagt man? Wie hatte ich es genannt? Sideboard. Sideboard, ne? Ja. Eigentlich, also laut Katalog Es soll gibt eine Aufnahme, da ist das hier der Fernseher rein. Genau, da ist das so ein Fernsehschrank. Ja. Der hängt jetzt da, Ja. der war schon drin, bisschen hoch. Ja, da kommen wir noch zu. Platz. Und die Schublade, bitte. Ja, die Bertel ja so liebt hier, da hat er seinen Krimskrams so drin. Ja. Und darunter, das ist ein Außenstauraum, das ist der Gaskasten. Ja, So, jetzt komme ich mal mit zu dir in die Sitzgruppe. Hier vorne haben wir den Fernseher, SAT-Anlage ist oben drauf. Dann sind zusätzliche Steckdosen verbaut, USB und 230 auf beiden Seiten. Ja, was ist das denn da nun, Nora? Nee, ich war jetzt rechts, da wo deine Socken gerade trocknen. die habe ich vergessen. Das ist eigentlich, soll man hier den Tisch, wie im Regent S Kastenwagen von La Strada, die Tischplatte Verstauen. verstauen. Ja, mit dem Tischbein. Nora. Ja. Ich habe da jetzt eine Decke. So, jetzt komme ich zu den Oberschränken. Hier auch wieder unten die Ablagen. Ja, da ist nicht viel drin, Nora. Nee, Das, da ist nicht viel drin. Ich brauche ja nichts groß zum Filmen. Genau. Oh, jetzt bin ich gegen den Tisch. Ist an. Da ist der Frischwassertank drunter. Ja, unter der Sitzbank. Mhm. Genau. Das ist auch mit Isofix, brauchen wir nicht. Ne? Und du kannst über einen Hebel die Stellung der Rückenlehne, die kannst du Ja. noch variieren. Ist für uns jetzt nicht so wichtig. Vorne Ach ja, back to the roots. Mhm. Vorhang anstatt Remi. Remi. Licht wird jetzt blenden. Hier auch noch. Wenn man lesen möchte. Einer da, einer da. Die finde ich aber ganz praktisch. Ne? Ja, die sind es auch. Die Und würden ansonsten hast du hier unheimlich Ach viele ja. von diesen LED-Streifen. Ne? Jetzt, ja. Und die kannst du dimmen. Ja, die kannst du dimmen. Überall sind die. Warte mal. Manchmal treffe ich den Punkt noch nicht richtig. Jetzt kriege ich wieder die Krise. Ich nehme jetzt eine andere Lampe. So. Und die kann man dimmen. So, hier.
Also die kann man dimm, hell. Oh, Oh, das ist ich aber mag hell. das immer nicht so hell. Ich mag es ja immer gern dezent. So. Gut. Funktioniert. Und Lassen wir den kleinen dicken Mann spielen, dann geht's auch. so, jetzt setzen wir uns noch hin. Der Nova M hatte das ja auch. Ja, na klar. Und da dachte ich auch, sowas Doofes, Mensch, ich möchte einfach einen Knopf haben. Nora, nun komm doch mal her, ich muss dir mal was zeigen. Was ich immer schön finde, es sind ja so kleine Gimmicks und wir haben hier Nachtlichter, die gehen über Bewegungsmelder an. Also wenn du nachts mal raus musst, dann findest du auch den Weg. Und so einen Bewegungsmelder haben wir auch am Waschbecken, Nora, im Bad. Und wenn du das Waschbecken aufklappst, dann geht Licht an. Genau. Das sind schöne kleine Gimmicks, sowas. Ja. Das war jetzt erstmal die kleine erste Roomtour. Emma, unser Hümer Crossover ist verkauft. Ja, ja, ganz wichtig. Da kommen noch Mails an. Und ja, das tut uns leid. Der Wagen, der ist weg. Der ist verkauft, das ging ganz schnell. Ganz, ganz nette Käufer. Oh, schön, freuen wir uns. Und Fährt wieder ein Hund mit. fährt ein Hund mit. Ganz schön. Und ja, so sieht das aus. Ich wollte noch kurz was sagen. Ich kann ja das mit der Technik, ich kann es ja nicht lassen. Wir haben hier ein Fahrzeug, also ein Sprinter, mit dem langen Radstand. Und da haben wir uns früher immer komplett gegen gewehrt. Wir haben immer gesagt, das Knackige ist das Kurze. Und dann hast du auch die beste Bodenfreiheit und Bewegungsfreiheit und so weiter im Gelände. Oder in leichtem Gelände. Es ist ja ein Schlechtwegefahrzeug, das ist ja kein Offroader. Ja. Und Für uns reicht. jetzt ist uns das mal aufgefallen, wir haben ja hier den langen Radstand und eine Fahrzeuglänge von 6,99 Meter. Und das entspricht fast genau auf 100% dem Kastenwagen, dem langen von Mercedes-Benz, dem Sprinter Kastenwagen. Das wiederum bedeutet, dass unser Überhang sich hinten ganz krass minimiert hat. Du hast ja hier kaum noch Überhang hinter der Hinterachse. Im Vergleich zu den 7-Meter-Fahrzeugen, die sonst so am Markt angeboten werden, die bauen ja auf dem mittleren Radstand, also auf dem kürzeren. Und dann haben die natürlich bei gleicher Fahrzeuglänge einen erheblich längeren Überhang hinten. Und angeschrägt ist das Heck hier auch noch. Na gut, wir werden mal gucken, wie das ist. Langer Radstand, Bauch. Genau. Ne? Bauch. Ja. Aber wir sind ja keine Nein. Hardcore-Fahrer. Und was wir bisher wissen über den langen Radstand ist, es fährt sich etwas ruhiger. Ja, der Wagen läuft richtig ruhig. Der kurze Radstand ist natürlich, du bist wendiger. Also das muss ich schon zugeben. Du musst jetzt ein bisschen mehr drauf achten. Ja. Berti Ja, hat dann mal so eine okay. Ecke mitgenommen. Das ist schon, also da ist so ein, ja, aber ich finde es zum Streckenfahren gar nicht schlecht. Muss ich schon zugeben. Gut, wir haben also jetzt den längeren Radstand und Vierzylinder. Ja, da, okay. Schluck. Na gut, Also der V6, das ist ein Träumchen. Ne? Der Sechszylinder ist so ein Träumchen. Ich muss aber auch ein bisschen sagen, dass Vierzylinder oder Vierkolben mit weniger Hubraum doch ein bisschen dynamischer reagieren. Ne? Wenn Ja, du am Gas Anfang. gibst, ne? Mit den Turbos und so, ist ja ein Biturbo. Macht macht genauso Spaß. Es ist anders. Es ist ein ganz anderes total Auto. anders. Aber wir können das irgendwie noch gar nicht definieren. Wir müssen Ja. damit noch länger Erfahrung. fahren, Erfahrung sammeln. Keine Frage, was mir fehlt, ganz ehrlich, wenn das Fenster offen ist, der Sound des Sechszylinders, das ist, also da geht gar nichts. Ja, drüber. der Vierzylinder Ich hab- klingt ein bisschen sparsam. Ja, Ich das habe gesagt, stimmt. sitze Das ich jetzt stimmt, im Taxi? Taximotor. Ja, das stimmt. Nein, er ist spritziger am Anfang. Aber dieses Geräusch fehlt. Ja. Aber wir haben das jetzt mal gemacht. Ich bin gespannt auf den Verbrauch. Das ist ja das. Das ist ja auch so ein bisschen die Frage. Also jetzt zu dem Film, Verkaufsfilm, ganz kurz nur. Da hat jemand gefragt, wie wir denn ticken. Wir ticken so, dass wir, und ein anderer schrieb, wir wären rastlos. Das stimmt. Wir beide sind schon immer rastlos gewesen und wir sind
Und wir haben Spaß am Neuen und am Ausprobieren Ja. und am Testen. Und für wen? Wir profitieren ja nicht nur davon, sondern ihr ja auch. Wir werden ja davon berichten. Jetzt kommt was anderes. Das ist ja die Sichtweise von Nora. Ich habe ja auch eine Sichtweise. Ich bin jetzt geschlagene 62 Jahre alt. Leute, und ich sage euch, ich möchte noch eine Menge Spaß im Ja. Leben haben. Und wir tauschen die Autos, wie es uns gefällt. Genau. Ja, weil, weißt du, wenn die Rollatorzeit kommt, ne, dann ist aus damit. Wir genießen das vorm Rollator und wir machen ganz kräftig weiter und wir machen unser Ding. Und wir lieben unser Ding. Genau. Und wir lieben euch. Ja. Und deshalb sind wir da und wollen Spaß haben. Ja. Ein paar Daten und Fakten noch. Ja, bitte. Auf jeden Fall die Länge, über die haben wir jetzt schon öfter gesprochen, 6,99 Meter, eine Breite von 2,15 Meter. Mir ist das erst gar nicht aufgefallen. Wir haben keine, das hier, die Spiegel, Außenspiegel. Du hast die sind kurz. ganz normalen, das sind keine Ja. verlängerten Außenspiegel. Genau. Und eine Höhe von 3,15 Meter ungefähr. Betten. Bertels Bett 2 Meter, mein Bett 1,89, Breite 80 Ja. Zentimeter. 1,89 sogar. Ja. Ja. Ja gut, Und die Breite? 80 jeweils. 80 Du, ich habe Zentimeter. gestern gemessen, das waren noch ein paar mehr, ne? Ja, weil die Zentimeter. Matratzen da so ein bisschen Die überstehen. stehen so ein bisschen über, die Matratzen, da kommst du fast auf 85. Nicht schlecht. Du, das haben sie früher im Kastenwagen, haben sie die genau geschnitten. Und wenn du dich dann auf die Kante gesetzt hast, hast du auf der Holzkante gesessen. Und jetzt geht die Matratze über die Holzkante rüber und drückt nicht. Ja, das musste ja auch sein. Weißt du warum? Nee. Im Kasten, da haben wir ja gerade, wenn ich hinten an die Tür wollte, zu der Garage, Weil da er musste Weil es durchquetschen. schmal war, Ja. ja, kriechmobil. Betten habe ich. Dann noch ganz kurz, ach ja, Gewicht. Wir haben das Gefühl, wir müssen diesmal wiegen. Emma haben wir nicht gewogen. Masse im fahrbereiten Zustand zum einen, also laut Katalog mit 30 Liter Fahrwasser, 3.300 Kilo. Wir haben dann mal in unseren Kfz-Schein geschaut und da steht 3.449 Kilo. Gut, Ja, als Nora. Ja, Allrad. Allrad. Nee, ich finde es wenig. Ja, aber deshalb steht im Schein mehr. Ja, das ist mir schon klar. Du, da Das kommt ist aber immer- noch. Ja, jetzt mal gut hier. Ich habe auch noch was. Ich habe auch Nee, noch ich bin noch was. nicht fertig. Ich habe noch was. Der Wagen ist ein 4,4 Ja, das Tonner. wollte ich doch erzählen. Ich war schneller. Das ist eine Marke. Also aufgelastet, ich habe es hier stehen. Ja. Ach ja, Erstzulassung haben wir Ja. Juni 2023. Das ist schon das zweite Fahrzeug, das sehr wenig Kilometer runter hat. Dieses hier 2.900. Emma Hümer Crossover hatte 2.600. Da wissen wir aus Krankheitsgründen hier, die sind einmal losgefahren und dann. Und das Fahrzeug wurde ein halbes Jahr, war das bei mobile.de Ja. im Angebot. Wir haben nicht geguckt, weil wir uns gar nicht mehr mit La Strada seit dem Nova M beschäftigt haben. Das kam durch Zufall. Die Geschichte in einem anderen Video. Dann haben wir ein bisschen rumtelefoniert und schlau gemacht über Ja. Hintergründe. Wir kennen ja einige Leute. Und dann haben wir die Geschichte erfahren zu dem Auto. Ja. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, er ist im Februar diesen Jahres abgemeldet worden Ja. vom Vorbesitzer und stand seit Februar, bis wir ihn abgeholt haben, in der Ausstellungshalle bei einem niederländischen Wohnmobilhändler. Der stand in der Halle. Ja, Und als wir dann gesehen haben, wie der Wagen aussieht, da konnten wir nicht mehr anders. eine Kröte, die hat uns beschäftigt. Ja. Während der Fahrt auch dahin. Nee, die hat uns, bevor wir überhaupt hingefahren sind, Bevor wir beschäftigt. hingefahren sind, um uns das Auto anzuschauen, hat uns eins ganz besonders beschäftigt. Unser Konzept Kompressor, Kühlschrank, Dieselheizung. Ist nicht mehr. Da sind wir noch gedanklich am Verarbeiten, wie wir den Kulturschock überhaupt wieder gerade biegen. Ja, Der Wagen hat eine Gasheizung und einen Absorberkühlschrank. ja, Da haben wir noch keinen echten Plan, aber da fällt uns sicherlich noch was zu ein. ja, Ne? Thema Autarkie, darum geht's ja. ja. Sonst noch irgendwelche Beschwerden? Nö. Nee, nicht, dass ich wüsste. Nora,
Wie immer zum Schluss die Frage, was kostet denn der Spaß? Der Spaß kostet also aktuell Neupreis ohne Allrad mit 170 PS auf Mercedes Sprinter 136.504 geht das los. Und mit Allrad und 190 PS geht das los bei 155.875 Euro. Ich glaube, Euramobil liegt im Moment bei 176.000 mit dem X-Tourer. Es war noch nie ein Schnäppchen, Allrad zu fahren. Schwarz ist ja eine total coole Farbe, aber sehr pflegeintensiv. Muss immer fleißig Putze machen. Machen wir nicht. Also der Rundumblick hier vorne, den finden wir total cool. Das geht ja einmal rum und erinnert mich auch so ein bisschen an einen Kastenwagen. Ja. Wir lassen die Tür hier immer auf, ne, ist ja schön kuschelig draußen, wenn es nicht gerade regnet. Und dann hast du dieses Schiebetür-Feeling, wie beim Kastenwagen. Da habe ich so gefühlstechnisch mich dran erinnert, ne, zurückerinnert. Ja. Das ist schon cool. Der Tür kann ja eh nichts passieren, ne, mit Regen, ist ja GFK. Meine Tendenz war ja eher Alkoven- und Heckgrundsitzgruppe. Ne? Das war aber, der Punkt war aber die Fahrzeughöhe. Und ja, da haben wir dann doch uns wieder für einen Teilintegrierten entschieden. Was die Zukunft bringt, lasst euch überraschen. Schauen wir mal. In diesem Sinne, habt eine wunderbare Zeit. Lasst es euch gut gehen. Und wir sehen uns. Bis die Tage. Tschüss. Tschüssikowski. Tschüss, tschüss. Tschüssikowski. Ja, und jetzt stoßen wir mal an hier auf Pippi. Prosit. Pippi 2. Skoll. Aber weißt du was? Nee. Dein Kaffee schmeckt einfach so spitzenmäßig, ne? In jedem Wohnmobil. Das Tolle ist ja an diesem Fahrzeug, dass alles drin ist. Bügeldachluken sind drin, es ist eine Lithiumbatterie drin, es ist eine Luftfeder drin, er ist aufgelastet, er hat einen Wechselrichter, Lithiumbatterie, habe ich doch schon gesagt. Es ist alles drin. Und Sogar dran. Klimaanlage. Klimaanlage, die ist klein. Ich habe ja sonst immer diese großen Klimaanlagen. Sie trägt nicht auf. Es ist alles drin. Einsteigen, losfahren, fertig. Ja. Wir müssen nichts umbauen, machen, groß tun. Perfekt. Nora, ich sag dir eins, da wird mir schon noch was einfallen. Unwichtig.